Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's. Heute Abend ist endlich wieder mein Deutschkurs. Heute Abend ist endlich wieder mein Deutschkurs. Ich freue mich schon darauf, die Leute wiederzusehen und mein Deutsch zu verbessern. Ich freue mich schon darauf, die Leute wiederzusehen und mein Deutsch zu verbessern. Ich lerne schon seit 2 Jahren Deutsch und bin jetzt auf dem B1-Niveau. Ich lerne schon seit 2 Jahren Deutsch und bin jetzt auf dem B1-Niveau. Die Sprache ist nicht einfach, aber ich lebe hier und muss sie unbedingt lernen. Die Sprache ist nicht einfach, aber ich lebe hier und muss sie unbedingt lernen. Meine Sprachschule ist sehr gut. Dort macht das Deutschlernen Spaß. Meine Sprachschule ist sehr gut. Dort macht das Deutschlernen Spaß. Perfekt, hier ist meine Sprachschule. Der Unterricht beginnt in 15 Minuten. Am besten gehe ich schon einmal rein. Perfekt, hier ist meine Sprachschule. Der Unterricht beginnt in 15 Minuten. Am besten gehe ich schon einmal rein. Da vorne ist der Raum, in dem mein Unterricht stattfindet. Da vorne ist der Raum, in dem mein Unterricht stattfindet. Das hier sieht nach einem guten Sitzplatz aus. Das hier sieht nach einem guten Sitzplatz aus. Da kommt auch schon mein Lehrer. Er heißt Herr Schulze. Ich mag ihn sehr. Da kommt auch schon mein Lehrer. Er heißt Herr Schulze. Ich mag ihn sehr. Guten Morgen, liebe Schüler. Willkommen zu unserem Unterricht. Heute behandeln wir die Fälle Nominativ, Akkusativ und Dativ. Guten Morgen, liebe Schüler. Willkommen zu unserem Unterricht. Heute behandeln wir die Fälle Nominativ, Akkusativ und Dativ. Fangen wir als erstes mit dem Nominativ an. Die Subjekte eines Satzes stehen immer im Nominativ. Fangen wir als erstes mit dem Nominativ an. Die Subjekte eines Satzes stehen immer im Nominativ. Der Mann trifft sich mit der Frau. Hier ist der Mann das Subjekt im Nominativ. Das Objekt steht entweder im Akkusativ oder Dativ. Ich zeige euch hier eine Tabelle der Artikel im Nominativ. Bitte notiert euch das. Es ist sehr wichtig. Ich zeige euch hier eine Tabelle
der Artikel im Nominativ. Bitte notiert euch das. Es ist sehr wichtig. Alles klar. Kommen wir zum zweiten Fall, dem Akkusativ. Den Akkusativ verwenden wir mit bestimmten Verben und Präpositionen. Die Objekte im Satz können im Akkusativ stehen. Alles klar. Kommen wir zum zweiten Fall, dem Akkusativ. Den Akkusativ verwenden wir mit bestimmten Verben und Präpositionen. Die Objekte im Satz können im Akkusativ stehen. Ich suche den Schlüssel. Wem fällt hier etwas Besonderes auf? Ich suche den Schlüssel. Wem fällt hier etwas Besonderes auf? Es heißt doch eigentlich der Schlüssel und nicht den Schlüssel. Es heißt doch eigentlich der Schlüssel und nicht den Schlüssel. Sehr gut erkannt, Marek. Der Schlüssel steht wegen dem Verb suchen im Akkusativ und wird zu den Schlüssel. Sehr gut erkannt, Marek. Der Schlüssel steht wegen dem Verb suchen im Akkusativ und wird zu den Schlüssel. Gibt es noch mehr Verben, die den Akkusativ fordern? Gibt es noch mehr Verben, die den Akkusativ fordern? Ja, es gibt eine ganze Menge. Hier sind ein paar Verben, die den Akkusativ fordern. Haben, finden, brauchen, machen, suchen, hören, sehen. Ja, es gibt eine ganze Menge. Hier sind ein paar Verben, die den Akkusativ fordern. Haben, finden, brauchen, machen, suchen, hören und sehen. Hier zeige ich euch eine Tabelle der Artikel im Akkusativ. Bitte notiert euch die Artikel in euer Notizbuch. Denkt daran, dass sich im Akkusativ nur die männlichen Artikel ändern. Hier zeige ich euch eine Tabelle der Artikel im Akkusativ. Bitte notiert euch die Artikel in euer Notizbuch. Denkt daran, dass sich im Akkusativ nur die männlichen Artikel ändern. Und was ist mit Präpositionen? Sie haben gesagt, dass es auch Präpositionen gibt, die den Akkusativ fordern. Und was ist mit Präpositionen? Sie haben gesagt, dass es auch Präpositionen gibt, die den Akkusativ fordern. Richtig, Marek. Wir haben Präpositionen, die immer mit einem Objekt im Akkusativ stehen. Wie zum Beispiel die Präposition ohne. Zum Beispiel, ich gehe ohne den Schlüssel aus der Wohnung. Richtig, Marek. Wir haben Präpositionen, die immer mit einem Objekt im Akkusativ stehen. Wie zum Beispiel die Präposition ohne. Zum Beispiel, ich gehe ohne den Schlüssel aus der Wohnung. Dann gibt es ein paar Präpositionen, die mit Akkusativ oder Dativ stehen können. Diese nennen wir Wechselpräpositionen. Sie sind in, an, auf, neben, unter, über, vor, hinter, zwischen. Dann gibt es ein paar Präpositionen, die mit Akkusativ oder Dativ stehen können. Diese nennen wir Wechselpräpositionen. Sie sind in, an, auf, neben, unter, über, vor, hinter, zwischen. Woher weiß ich dann, ob ich hier den Akkusativ oder den Dativ verwenden muss? Woher weiß ich dann, ob ich hier den Akkusativ oder den Dativ verwenden muss? Sehr gute Frage, Marek. Das erkennst du an dem  Das Fragewort für den Akkusativ ist wohin.
Das Fragewort für den Dativ ist wo. Lass es mich an einem Beispiel erklären. Sehr gute Frage, Marek. Das erkennst du an dem Fragewort. Das Fragewort für den Akkusativ ist wohin. Das Fragewort für den Dativ ist wo. Lass es mich an einem Beispiel erklären. Ich gehe in die Stadt. Hier wäre das Fragewort wohin. Wohin gehst du? Ich gehe in die Stadt. Deshalb verwenden wir den Akkusativ. Ich bin in der Stadt. Hier wäre das Fragewort wo. Wo bist du? Ich bin in der Stadt. Deshalb verwenden wir hier den Dativ. Ich bin in der Stadt. Hier wäre das Fragewort wo. Wo bist du? Ich bin in der Stadt. Deshalb verwenden wir hier den Dativ. Hier seht ihr noch einmal die Wechselpräpositionen und ihre Bedeutung. Hier seht ihr noch einmal die Wechselpräposition und ihre Bedeutung. Okay, liebe Schüler, kommen wir zum Dativ. Auch den Dativ benutzen wir mit bestimmten Verben und Präpositionen. Okay, liebe Schüler, kommen wir zum Dativ. Auch den Dativ benutzen wir mit bestimmten Verben und Präpositionen. Ich spreche mit der Frau. Wem fällt hier etwas Besonderes auf? Ich spreche mit der Frau. Wem fällt hier etwas Besonderes auf? Es heißt doch eigentlich die Frau und nicht der Frau. Es heißt doch eigentlich die Frau und nicht der Frau. Normalerweise schon, aber hier benutzen wir die Präposition mit. Diese Präposition fordert den Dativ. Deshalb wird aus die Frau der Frau. Normalerweise schon, aber hier benutzen wir die Präposition mit. Diese Präposition fordert den Dativ. Deshalb wird aus die Frau der Frau. Anders als beim Akkusativ ändern sich im Dativ alle Artikel. Anders als beim Akkusativ ändern sich im Dativ alle Artikel. Hier zeige ich euch eine Tabelle der Artikel im Dativ. Bitte notiert euch diese. Hier zeige ich euch eine Tabelle der Artikel im Dativ. Bitte notiert euch diese. Ich hoffe, dass ihr alles verstanden habt. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr alles verstanden habt. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's!